Dies ist ein Video über das Kovalent. Bindung in Methan-Ammoniakwasser, Fluorwasserstoff und Ethanol sollten Sie verwenden. Wissen bereits, was kovalente Bindungen sind und wie sie sich bilden. Wenn Sie eine Auffrischung benötigen, sollten Sie sich vielleicht vorher unser Video zu kovalenten Bindungen ansehen. Sie fahren also fort, was Methan, Ammoniak, Wasser und Fluorwasserstoff sind und warum sie besonders. Alle diese Verbindungen sind klein, kovalent gebundene Moleküle. Die Atome in ihnen teilen sich Elektronen, weil sie halb voll oder mehr als haben. Halbvolle Valenzschalen von Elektronen, das heißt, sie sind nicht Metalle. Methan ist ein Brennstoff, in dem Ammoniak verwendet wird. Haushaltsreiniger Wasser ist ein Getränk U, die Essenz des Lebens und Wasserstoff. Fluorid wird zum Ätzen von Glas verwendet. Die Bindung in Methan, Ammoniakwasser und Fluorwasserstoff zeigt ein Muster. Methan ist an 4 Kohlenstoff gebunden. Wasserstoffatome. Ammoniak ist an 3 gebundener Stickstoff. Wasserstoffatome. Wasser ist Sauerstoff gebunden, um zu erraten, wie viele. 2 Wasserstoffatome und Fluorwasserstoff. Ist Fluor an nur einen Wasserstoff gebunden? Atom. Bestellen. Bewegen Sie sich entlang der zweiten Reihe von links nach rechts. Kovalente Bindungen. Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Fluor erscheinen im Periodensystem. In diesem Kohlenstoff hat 4 von 8 Elektronen in seiner äußeren Hülle. Also macht es 4. Stickstoff hat 5 von 8 Elektronen in seiner äußeren Hülle, so dass es 3 kovalente Bindungen eingehen kann. Um die Hülle voll zu machen, Sauerstoff hat 6 Elektronen in seinem Äußeren. Shell kann es mit 2 Wasserstoff binden. Atome teilen sich nun 2 weitere Elektronen. Hat eine volle äußere Schale von 8 Elektronen. Wir können die kovalente Bindung einzeichnen. Diese Moleküle mit DOS und CROSS. Diagramme, die Sie bereits gesehen haben sollten. Unser Video zu DOS- und Kreuzdiagrammen. Methan, Ammoniak und Wasser verbinden sich so. Sie können sie auch mit Ringen darstellen. Um die Orbitale zu zeigen, können Sie ein Punktkreuzdiagramm für zeichnen. Fluorwasserstoff. Pausieren Sie das Video und probieren Sie es aus. Hast du es? Jede Struktur enthält 4 Paare von Elektronen, die so weit voneinander entfernt sitzen wie möglich. In Methan sind alle 4 gebunden. Dies macht Methan tetraedrisch. Schauen Sie sich an, was passiert, wenn wir Methan, Ammoniak, Wasser und Wasserstoff ziehen. Fluorid. Schauen wir uns diese Formen genauer an. Eng. Ammoniak hat 2 Elektronen, die als die bezeichnet werden. Einsames Elektronenpaar, das die besetzt. 4. Stelle. Diese Elektronen nehmen Raum ein. Wir können nicht so tun, als wären sie nicht da. In der Tat, weil Elektronen negativ sind. Methan. Geladene freie Elektronenpaare stoßen Bindungen noch stärker ab, als Bindungen sich gegenseitig abstoßen. Dadurch wird Ammoniak weniger symmetrisch als das Wassermolekül gebogen. Sauerstoff hat 2 freie Elektronenpaare. Negativ geladene freie Elektronenpaare werden leicht von den Wasserstoffatomen angezogen.
so dass zwischen den Molekülen eine schwache Anziehung besteht. Kräfte zwischen Molekülen sind in Wasser etwas stärker als Ammoniak oder Methan. Wasser ist bei Zimmertemperatur flüssig und Druck, während Ammoniak ein Gas ist, das ist leicht verflüssigt, und Methan ist ein Gas. Zwischenmolekulare Kräfte sind normalerweise sehr schwach in kovalenten Verbindungen, aber in Wasser. Sie sind gerade stark genug, um als einzuhalten. Flüssigkeit. Zum Überwinden ist etwas mehr Energie erforderlich. Diese Kräfte und kochen es. Wenn Wasser nicht wie wir ein flüssiges Leben wäre, wissen, dass es ganz anders wäre. Jetzt schauen wir uns etwas ein wenig an. Schwerer, Ethanol. Diese enthält Kohlenstoff- und Sauerstoffbindungen. Wie würden Sie die zwei Arten von Punkten zeichnen? Und Kreuzdiagramme von Ethanol. Halte das Video an, sobald du es herausgefunden hast. Bereit für die Antwort. Punkt- und Kreuzdiagramme von Ethanol sieht aus wie das. Mach dir keine Sorgen, wenn du die Punkte gezeichnet hast oder kreuzt also andersherum. Auch richtig, wie Sie den Kohlenstoff sehen können. Atome bilden immer 4 Bindungen und die Sauerstoff bildet sich auch. Wir können dieses Molekül auch mitzeichnen. Linien zur Darstellung von Bindungen. Dies ist die angezeigte Formel hier. Sie sind wieder. Sie können die angezeigte Formel von 2 Arten von DOS- und Kreuzdiagrammen sehen. Sie sollten sich mit kovalenten Bindungen auskennen und mit diesen Strukturen und der Art und Weise, wie sie sich im Raum anordnen, vertraut sein. Denken Sie daran, dass Kohlenstoff 4 Bindungen bildet, Stickstoff 3 Bindungen bildet und ein einsames Paar hat von Elektronen, und Sauerstoff bildet 2 Bindungen und sieht aus gebogen. Sie sollten bedenken, dass einsame Elektronenpaare Platz einnehmen und mehr abstoßen als Knochen. Und beachten Sie das Muster in diesen Strukturen, während Sie entlang der Reihe der Reisen. Periodensystem. Sie